Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wurde endlich das erste FEC-Event angekündigt. Nach genau 2 Monaten, wer hätte es gedacht, 16. Juli, gestartet ist der FEC am 16. Mai. Könnt ihr es glauben, dass es schon wieder 2 Monate her ist? Irgendwie crazy. Aber ja, 2 Monate ist das Ganze schon wieder her. Und jetzt ist die erste von den beiden großen Challenges. Also es gibt immer ein großes PvE-Event und ein großes PvP-Event. Und das sind eigentlich auch die, sag ich mal, die Main-Attraktionen von dem FEC-Server. Viele fragen ja immer, ja, was ist eigentlich der Sinn von dem FEC und so. Und natürlich alles, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben, Doppel-XP, Doppel-Drop, Doppel-Upgrade-Chance und so weiter, das alles ist auch FEC. Aber eigentlich geht es um diese Challenges, also der Sieger des FECs sozusagen zu werden. Das ist eigentlich so ein bisschen der tiefere Sinn irgendwo dahinter. Genau. Oder das ist das, wofür man im Endeffekt kämpft, wenn man so will. Heißt natürlich nicht, dass man das muss. Man kann machen, was man will. Aber das ist halt eigentlich so die tiefere Challenge dahinter. Oder so kann man halt sagen, man hat den FEC dann gewonnen, wenn man eben entweder das PvE oder das PvP-Tournament gewinnt. Ja, auf jeden Fall geht das Ganze los am 18. Juli. Und es geht bis zum 15. August. Also man hat massig Zeit auf jeden Fall noch, sich vorzubereiten. Genau. Die Regeln des Events. Man muss Bossmonster im Kolosseum so schnell wie möglich besiegen. Man muss das Ganze mit der Gilde machen. Und es funktioniert über den NPC FWC Manager Ava. Das ist auch die gleiche, wo man sich die 160er Sachen angucken kann, wo man den Equipment-Tausch durchführt. Das ist der gleiche NPC. Und da gibt es dann dieses neue Dungeon-Menü mit dem Kolosseum. Um den Dungeon zu betreten, muss die Gilde mindestens Level 5 sein und der Charakter muss mindestens Level 61 sein. Warum das keine Rolle spielt, das wird gleich klar werden. Es können maximal 4 Leute von der Gilde mitmachen und man muss 5 Bosse back-to-back, also hintereinander einfach besiegen, in einem einstündigen Zeitlimit. Die Bossmonster, die hier gefeatured werden, sind nicht die gleichen wie letztes Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild hier ein Spoiler ist. Also man sieht ja Giant Kraken, den Flares-Boss, den St. Morning Garden of Rises Boss, genau. Und ich weiß nicht, Olozip sieht man hier nicht tatsächlich, ne? Stattdessen sieht man den Potato-Boss. Genau. Ja, also die 3 werden wahrscheinlich dabei sein, I guess. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Spoiler ist oder ob das nicht einfach nur ein Bild ist. Keine Ahnung. Genau. Aber auf jeden Fall wird es anders sein als letztes Jahr. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welches Boss das letztes Mal war, weil ich nicht mitgemacht habe. Aber ja, hier haben wir noch ein paar Regeln. Die Matchtime 60 Minuten, nachdem der erste Boss spawnt, hat man Zeit. Wenn das Zeitlimit quasi ausläuft, dann wird man halt rausgeworfen. Und es gibt eine kurze Setup-Time, die wird jetzt hier nicht genauer definiert. Also ich vermute mal irgendwas bis zu 5 Minuten. Also mehr als 5 Minuten auf keinen Fall, würde ich jetzt mal vermuten. Maximale Mitgliederzahl ist wie gesagt 4 Gildenmember. Hier wieder wichtig, Betonung Gildenmember. Also so wie bei Clockworks zum Beispiel. Die Leute müssen in der gleichen Gilde sein. Und man kann auch mit weniger als 4 Leuten mitmachen. Allerdings wird die Schwierigkeit dann nicht angepasst. Genau. Und ja. Ranking Order. The faster clear time in a descending order. Also der schnellste ist natürlich der erste und der langsamste ist der letzte. Ist ja auch klar. Und in einem sehr seltenen Fall, wo die Zeit zweimal erreicht wird, also zum Beispiel sagen wir 20 Sekunden, dann hat die Gilde Vorrang oder die Gilde den höheren Rang, die es quasi zuerst erreicht hat. Also wenn 2 Gilden genau 20 Sekunden haben, also das ist wirklich ein dämliches Beispiel, dann gewinnt halt die Gilde sozusagen oder ist die Gilde höher platziert, die das zuerst erreicht hat. Genau. Dann noch ein Hinweis, nur der höchste Rang, die höchste Platzierung, wird für jeden Spieler und für jedes Team quasi berücksichtigt. Wenn Spieler mehrere Einträge im Ranking haben, werden die anderen ignoriert. Also man kann nicht mehrere Belohnungen bekommen, heißt es letztendlich. Eine Gilde kann sich mehrfach placen, aber alle teilnehmenden Spieler müssen anders sein, um sich eben für den Preis zu qualifizieren. Das heißt, ein Spieler, der ultra krass ist, kann jetzt nicht in 5 Teams mitspielen, sondern wie schon gesagt, ein Team muss aus anderen Spielern pro Gilde bestehen und die Spieler selbst, wie gesagt, können auch keine doppelten Belohnungen nehmen. Das heißt, letztendlich macht es auch keinen Sinn, da irgendwie jetzt in 20 Gilden zu gehen über die nächsten 40 Tage und mit jeder Gilde irgendwie da einmal mitzumachen, um möglichst viele Rankings zu haben oder so. Also grundsätzlich könnte man das schon machen, aber da muss man halt dann aufpassen,
dass man halt, naja, wie gesagt, dann nicht irgendwie in einem Team ist, das sich schon disqualifiziert hat dadurch, dass das Team in einem höheren Ranking bereits berücksichtigt wurde. Also letztendlich ist es schon klug, wenn man da einfach immer mit dem gleichen Team mitmacht und einfach nur probiert, so schnell wie möglich das Ganze zu clearen. Genau. Und ja, was hier noch steht, der Rang, der benötigt wird, um Belohnungen zu bekommen, wird halt wahrscheinlich anders sein als das Ranking, was in-game dargestellt wird, weil da ja mehrere Entries dann für verschiedene für die gleichen Spieler quasi bestehen können. Also ein Spieler kann ja theoretisch, wie gerade schon gesagt, Team 1 bis 10 theoretisch drin sein, aber wie schon gesagt, er kann maximal eine Belohnung kriegen. Das heißt, ja, dann würde quasi Platz 2 jemand ganz anders sein als in-game angezeigt. Genau, wenn man den Dungeon nicht schafft, dann wird man nicht registriert. Also man muss ihn schaffen, um erfolgreich quasi ins Ranking aufgenommen zu werden. Dann 0 Uhr Server-Time resettet das Ganze und alle Buffs werden resettet, wenn man den Dungeon betritt. Wenn man stirbt, dann ist der Loadstar und Loadlight quasi der gleiche Punkt und der ist einfach der Beginn von dem Dungeon. Und man kann sie so oft wiederbeleben, wie man will. Allerdings verliert man XP, also man braucht Resurrection oder Blessings, um keine XP zu verlieren. Und die Gewinner werden nach 5 Tagen nach dem Eventende bekannt gegeben. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Belohnungen. Was kann man gewinnen? Der erste Rang, also so, ich verstehe das by the way so, steht jetzt hier nicht explizit dabei, aber alles andere würde wohl keinen Sinn ergeben, weil hier steht, you will get the following rewards depending on your ranking. Also ich vermute mal schon, es machen ja 4 Leute mit, dass dann natürlich 4 Leute den Platz 1 bekommen und 4 Leute den Platz 2. Also, dass nicht 4 Leute sich 1000 F-Coin teilen müssen, sondern schon, dass jeder 1000 bekommt. Wie gesagt, steht jetzt nicht explizit dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Genau. Also, Platz 1 ist ein MacBook Air 13-Inch M3, bla 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 bla. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Ich habe es jetzt einfach mal schnell gegoogelt. Die liegen wohl zwischen 1000 und 1500 Euro. Eher um die 1000. Ja, 1000 bis 1200, 300 ist wohl eher realistisch. Irgendwas in dem Bereich. Die haben ja wahrscheinlich auch noch minimale Unterschiede vielleicht, was den Speicher angeht oder so. Genau, das hier ist zum Beispiel mit 16 GB, das hier hat nur 8. Also ist auf jeden Fall das schon mal nicht. Genau, also ja, so irgendwas zwischen 1000 und 1200, so roundabout. Wahrscheinlich Neukaufpreis. Ja, ist nicht schlecht natürlich, ja. 4 Leute, die jeweils ungefähr 1000 Euro in Form eines MacBooks bekommen. Definitiv nicht schlecht. Außerdem bekommt man noch einen Celebration Mount und den exklusiven Title First Place für den FEC. Das gleiche gilt für Platz 2 und 3, die kriegen halt dann Second und Third Place. Celebration Mount bekommen alle aus den Top 10. Außerdem bekommt jeder auch das Celebration Mount, der nicht in den Top 10 ist, allerdings nur zeitlich begrenzt. Die anderen sind permanent und können dann auch mitgenommen werden auf die normalen, regulären Server. Ja, Platz 2 ist wie gesagt F-Coin. 10.000 F-Coin mal 4, 40.000, 400 Euro oder $400. Platz 3 ist die gleiche Belohnung, ebenfalls $400. Dann Platz 4 und 5 kriegen 5.000, in Summe 20.000, $200. Platz 6 und 7 bekommen 3.000, in Summe 12.000. Also $120, wenn man so rechnen will. Und 8 bis 10 bekommen 1000 F-Coin, also 4 mal 1000 sind dann 4000 F-Coin. Und ja gut, das brauchen wir uns jetzt nicht ausrechnen. Genau, also es ist sehr ähnlich wie letztes Jahr tatsächlich die Preisgestaltung hier von dem PvE-Event. Letztes Jahr war es, glaube ich, ein Smartphone oder so, aber sehr, sehr ähnlich. Sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus zu letztem Jahr. Und genau. Dann hier noch ein kleiner Hinweis, wobei es jetzt eigentlich für uns irrelevant ist, es ist jetzt wirklich nur, wenn man Erster wird, dass die physischen Preise theoretisch halt davon abhängig sind, ob die auch verfügbar sind. Also wenn jetzt nirgendwo mehr ein MacBook in der Konstellation, wie es hier angekündigt wurde, zur Verfügung steht, dann kann es halt sein, dass dann, oder wenn das Land, in das verschickt werden soll, von Korea aus nicht schickbar ist oder so, dass sie dann halt den Preis austauschen, beziehungsweise in einer anderen Form dann auszahlen sozusagen. Also, if you didn't make it into the ranking, you will still get the special mount in a time-limited version just by participating in the event. Aber steht eh schon in der Tabelle. Und das war's. Das waren die Infos. Relativ kurz und prägnant. Ja, ist jetzt halt einfach das Kolosseum im Endeffekt. Auf Deutsch hieß es, by the way, immer Coliseum. Also auf Deutsch haben wir immer Colli gesagt. Kleiner Fun-Fact. Für die, die es nicht wissen. Und, ja.
Ich persönlich habe jetzt kein so großes Interesse daran. Also ich denke mal, ihr könnt euch schon vorstellen, wie schwierig es hier sein wird, in diese Top 10 überhaupt reinzukommen. Geschweige denn Platz 1, 2 oder 3 zu erreichen. Obviously ist das jetzt ein Event, wo es natürlich stark davon abhängig ist, wie gut ist dein Equipment. Und wir reden hier halt wirklich von, naja, es gibt schon einige Leute, Vierer-Teams. Ja, merkt euch Vierer-Teams. Das heißt, die ersten 3 Plätze sind gerade mal 12 Spieler von Abertausenden auf FEC, ja. Also ihr müsst euch, sofern alle teilnehmen würden, aber ihr müsstet euch gegen tausende andere behaupten und davon gewinnen dann tatsächlich nur 2 hier wirklich die dicken Preise und alle anderen, sag ich mal, also ja, nicht, dass es jetzt schlecht ist, wenn man 5000 F-Coin gewinnt, aber ist dann halt schon deutlich weniger und selbst das ist schwierig, weil alle, die hier gewinnen, das sind gerade mal 40 Spieler. Und das ist echt nicht viel, muss man sagen. Ja. Just saying. Also das ist schon ein Contest, der wirklich sehr schwierig ist, hier eben reinzukommen. Jeder, der Lust hat, kann sich halt mal reinziehen mit ein paar Leuten, kriegt dann eine Celebration Mount, aber eben nur Time Limited leider. Und ja, genau. Zeit, wie gesagt, bis zum 15. August. Und das war's eigentlich auch schon an den Infos. Also, ja. PvP-Tournament gab es jetzt noch keine Ankündigung. Ich vermute mal, entweder wird das PvP-Tournament nach dem PvE angekündigt werden, also erst nach dem 15. August. Genug Zeit wäre ja noch. Der FEC-Server geht ja bis Oktober. Also selbst wenn das hier endet, haben wir noch 2 Monate Zeit theoretisch. Also noch mehr als genug Zeit. Von dem her, ja, wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht. Also ich weiß nicht, ob es nicht doch noch zeitgleich, ist jetzt nur eine Vermutung, starten könnte. Aber ich denke mal, jetzt haben wir erstmal die Ankündigung. Es wird erstmal das losgehen. Und das PvP-Tournament wird dann halt wahrscheinlich irgendwann später losgehen. Ja, ich sage danke euch wie immer vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.